Ein sensationelles Raumkonzept. Sowas habt ihr noch nie gesehen in eurem ganzen Leben und das Ganze auf Peugeot Boxer. Affinity, eine Marke aus dem Kabe-Konzern. Ihr kommt aus Polen. Jawohl, Kabe ist das Mutterkonzern und Affinity ist die Tochtergesellschaft. Ja. Das merkt man, da klappert nichts, oder? Nein, die Verarbeitung ist sehr, sehr gut und also ein perfekter Ausbau, ja. So, der Peugeot Boxer ist natürlich optimal geeignet dafür, denn ich sag mal, den gibt es zwar nur als Schalter, aber er ist relativ günstig. Das Ganze gibt es auch auf Fiat Ducato-Basis. Ähnliches Fahrzeug, das ist ja eine Kooperation, aber hier ist der gute Peugeot-Motor drin. Ja, Peugeot ist einfach ein manuelles Getriebe, aber sonst ist alles identisch, ja. Sieht man es, ja. Da ist eine Trockentrenntoilette eingebaut. Das werden wir gleich mal zeigen. Das ist hier von der Seite. Ihr habt natürlich einen genialen Stand hier. Das bedeutet, ihr seid der allererste Van, wenn man hier in die Messe reinkommt. Ja, das ist ein riesen Vorteil und die Besucher sehen als erstes den besten Van auf der ganzen Messe, oder? Ja, ich zeige euch das mal. Das ist mal ein Van. Ihr habt nämlich ein Heckbad eingebaut. Du hast eine Lounge-Funktion mit drin. Du kannst hier das Bett einfach runterlassen. Du kannst es hochmachen. Wenn du es mal gerade hochfährst, das ist baugleich mit hinten, oder? Das muss ich zuerst dann... Genau. Einmal die Lounge-Funktion entriegeln. Muss nach hinten gehen. Genau, wenn du es mal kurz machst. Er muss nach hinten gehen, das Lounge lösen. Ah, das Lounge lösen. Da vorne kann man es nämlich lösen. Nein, von hier kann ich das nicht machen. Super. Zu gefährlich. Das geht nicht. Genau, wenn du es mal gerade löst, wir schauen uns das mal ganz kurz an. Er macht es mal gerade rein und dann kann man nämlich zeigen, die Lounge-Funktion, die kann man gleich mal deaktivieren und kann das Bett nämlich einfach runterlassen. Jetzt ist es unten und jetzt kann man es per Schalter, der ist hier unten, einfach hochfahren, um dann die E-Bikes runterzubringen. So, hier ist ein Mastervolt ist mit drin, das heißt, ihr habt da nichts gespart. Phänomenal. Also Manfred, tolle Sache. Und jetzt kann man die teuren E-Bikes reinmachen. Genau. Da kann man das Türchen vorne aufmachen und dann, zeig's mal. Man kann aber jetzt noch oben schlafen. Ist noch genug Platz? Wenn es ganz oben ist, kann man schlafen. Kann man schlafen. Aber nicht in der Mitte, oder? So, das heißt also hier habe ich die Möglichkeit auch Hunde unterzubringen. Das heißt, durch das Türchen werden die getrennt. Die könnten unten drunter schlafen, ziemlich nah beim Herrchen. Genau, ja. So, Außendusche ist mit drin. Zeig mal bitte. Ja. Die ist hier mit drin. Das ist schon die Luxusversion. Drüben Preis ungefähr von dem? 85,5 und dieser 79,5. 79,5. So, wir reden einmal von Euro oder Schweizer Franken, das könnt ihr euch aussuchen. Der Preis ist ähnlich, oder? Also ich rede von Schweizer Franken natürlich, oder? So, wir sind nämlich gerade in der Schweiz. Sag mal, der ist eingeschlagen wie eine Bombe hier, oder? Der ist also sehr viele Besucher finden das Fahrzeug sehr toll und kennen es gar nicht eigentlich, weil es sehr neu ist auf dem Markt, oder? Ja, das Konzept ist neu. Also die sehen ja alle so ähnlich aus. Aber man muss gleich mal reingehen. Der Unterschied ist wirklich innen. Ihr habt so ein geniales Konzept entwickelt. Ihr habt Stockbetten plus ein Heckbett plus ein Heckbad. Das hat kaum jemand. Ja, das ist einmalig, ja, in dem Segment, ja, genau. So, Truma Diesel, ihr habt noch welche bekommen? Ja, habe ich noch bekommen, ja. Im Moment sehr schwer lieferbar, aber auch gleichzeitig mit Elektropaket. Ja, genau. Das empfehle ich auch jedem, das so zu bestellen, oder? Wahnsinn. So, da steht er, Affinity, eine ganz neue Marke am Stern. Und wenn man hier reinschaut, allein schon durch das Heckfenster mal reinschaut, dann sieht man dieses Platzangebot, was es so wirklich kein zweites Mal gibt. Nein, das ist einmalig. Und ja, die Leute, die kennen es nicht und schätzen es sehr. Und ja. Das ist ja, wir haben es eben schon gezeigt mit den E-Bikes. Du hast viele Fenster hier mit drin, die du machen kannst. Hier ist er jetzt umgebaut, das heißt, innen drin ist er baugleich. Er ist baugleich, ja, genau. So, das ist jetzt die Sitzposition vorne. Ja. Und du kannst eine richtige Rundsitzgruppe machen für bis zu 4 Personen. Ja, absolut kein Problem mit 4 Personen. So, und jetzt kommt es noch viel besser. Der gleiche Grundriss, der ist jetzt hier umgebaut zum Stockbetten-Versionsmodell. Und hier sieht man, wie du in 2 Minuten aus dieser gleichen Rundsitzgruppe das hier gemacht hast. Ja, das ist nicht eine Minute. Nicht eine Minute, ja, genau. Das ist phänomenal. Und das Ganze hält dich auch aus. Du bist wahrscheinlich ein bisschen über 80 Kilo, so 81? Nein, 79,9. Denn es kann 80 Kilo, aber ich habe schon erfahren, 81 würde auch gehen. Ja, ich glaube ganz sicher auch. Was auch zu sagen ist, die Sitze sind sehr gute Qualität. Das ist wirklich Top-Qualität von den Sitzen her. Von den Bezügen, von allem ist Top-Qualität. Wahnsinn, der Peugeot Boxer. So, wir gehen mal kurz rein. Oben drauf hast du jetzt einiges schon drauf gemacht. Lithium ist drin, ja, genau. Solar ist drauf. Ja, alles ist drauf. Ja, kann man haben in verschiedenen Größen, die Panels.
So, die Wahl, deiner Wahl ist die trockene Trenntoilette. Du hast selber eine? Nein, ich habe noch keine, aber ich überlege mir, es mir eine zuzulegen. Ja. Es riecht überhaupt nicht. Nix, gar nichts. Bio. Und ist umweltfreundlich und man kann länger autark stehen natürlich. Oder? So ist das, ja. Dann gehen wir gleich mal rein. So, das ist jetzt die Version umgebaut. Das heißt, du hast also richtig viel Platz innen. Du hast einen unglaublich gemütlichen Sitz, den wir uns mal gerade anschauen. Wenn du mal kurz dich mal da hinsetzt, das sieht so ein bisschen aus wie in einem Luxusflugzeug, wo du gerade sitzt. Und das Raumgefühl, was du hier drin hast, du hast einfach ein unbeschreibliches Raumgefühl. Ein Gefühl wie an einem... Oder? Ja. Hinten ist das Bett mit drin, ja? Der einzige Van mit L-Küche und hier nicht die Küche mitten im Weg, wo man nicht dran vorbeikommt. Oder das Bad im Weg, die Küche dazwischen, wo man sich so durchzwängen muss. Ah, es geht. Es geht. Ja, ja. Du hast selber einen Van, oder? Noch nicht. Noch nicht. Kommt noch. Und wann ungefähr? Was denkst du? Ist es jetzt fällig oder? In 2 Jahren. In 2 Jahren? Ja. Okay, das heißt, wenn man dann Zeit hat. Du gehst so in 10 bis 15 Jahren gehst du in Rente, oder? Du bist so knapp über 50. Danke für das Kompliment. Sehr gerne. Geht etwas schneller. Alles Gute. Gerne. So, und das ist das Konzept hinten. Das heißt, du hast hinten dieses wahnsinnige Bett. Du hast diese L-Küche hier innen drin jetzt ein bisschen anders von der Farbgebung, oder? Nein, es ist Identisch. Alles identisch. Was macht das so anders hier drin? Es ist irgendwie das Feeling ist ein bisschen anders. Ist vielleicht der Überzug, das anders macht, aber es ist eigentlich alles identisch vom anderen, ja, genau. So, jetzt hast du hier vorne das Hubbett, das gleichzeitig eine Lounge-Funktion hat. Das geht sehr schnell, wenn du mir das noch mal kurz zeigst. Dann hat man nämlich mehr Platz in der Küche. So, und zeitgleich hast du jetzt Lounge-Funktion plus... Mehr Platz in der Küche zum Arbeiten, ja, genau. Plus L-Küche hier mit drin. Da ist das Bedienfeld von der Truma Dieselheizung. Kühlschrank, Ja. Zeitzeichen zum Öffnen. So, ein Zweiflammen-Kochfeld ist mit drin. Dann, Was noch wichtig ist zu sagen, wenn jemand die Betten nicht bestellt, ja. hat man hier eine Küchenzeile, einen riesen Schrank für Pfannen und Küchenzubehör. Okay. Weil der Platz nicht gebraucht wird für das Bett. Hat man hier einen riesen Stauraum. Oder? Okay, das heißt, das Bett, das nimmt ein bisschen Platz weg, aber es ist eine Option mehr natürlich, die ich dann nutzen kann. Genau, also man kann das Fahrzeug auch ohne Betten bestellen, mit einem Bett bestellen oder 2 Bett bestellen, das ist kein Problem. So, ihr müsst euch dieses Video anschauen, was wir gedreht haben von dem zweiten Fahrzeug. Da haben wir das Ganze umgebaut, aber ich werde dich gleich nochmal zwingen, das noch einmal zu machen, weil es ist Hightech und es ist wirklich begeisternd. Die Leute, die das sehen auf der Messe, die gucken hier und sagen, hat das Fahrzeug kein Bad? Und dann sagst du, na klar hat es ein Bad. Zeig mal. Das Bad ist hier mit einem Klappbecken. Ja. Warte kurz. Ich zeig's mal gerade neben dir. So, jetzt langsam. Klappbetten. So und so. Klappt super. Okay. So, dann die trockene Trenntoilette, die ist ja schon eingebaut. Das ist auch noch ein. Es gibt die auch ab Werk, die trockene Trenntoilette auf Wunsch? Nein, Die machen wird nachgerüstet. die machen wir in der Schweiz. Da bauen wir die ein. Kleine Ständer hinter dem Spiegel Ja, mit Stromanschluss. viel Platz. Ja. Dann hast du Ein Lüfter. Ist drin, ja, genau. Echtglas. Echtglas ist hier vorne eingebaut, beziehungsweise Plexiglas. Plexiglas. Sieht aber aus wie echt. Und das Lüfter ist sensationell. Wenn du duscht, dann machst du das an, trocken reiben, fertig. Ja, Alles hier vorne trocken. hast du die Haken mit drin. Du hast überall Schränke zum Verstauen. Dann kannst du hier natürlich durch die Klappe, kommst dann in den Innenraum ran. Das Ganze kann man jetzt hochfahren, wenn ich da rankommen möchte. Wenn du das mal gerade machst, wird einmal entriegelt. Und man kann ganz oben sogar noch schlafen und kann unten an so Sachen, die ich dann verstaut habe, gut rankommen. Genau, das ist das Ideale an dem Konzept, ja. Ist da so ein Stieg mit dabei, dass ich hochkomme? Wie Nein, funktioniert das? Nein, Nee. nein. Okay, das Also heißt, sportlich und sportlich sind wir. diese Klappe für die E-Bikes, wenn man E-Bikes kommt bis hier das Rad und da kann man die auch befestigen. Okay, damit es nicht im Weg ist. Genau. Ja. Gut, das verstehe ich. So, jetzt hast du das hier oben. Man kann drauf schlafen. Wenn du mir das einmal kurz zeigst. Warte, ich halte dir mal kurz weg die Kamera. Dann da darfst du mal hochsteigen. Hat er gesagt, ich bin sportlich. Er ist oben. So, jetzt kann man entweder mit dem Kopf natürlich in die eine oder in die andere Richtung rein. Kann man dann immer wieder Etwas schöner ist es natürlich, wenn es unten ist, oder? Genau. So, sehr schön. funktioniert. Es funktioniert. Aber es ist nicht der Sinn eigentlich so zu schlafen. Oder halt den Kopf in die andere Richtung. Das ist Wenn so. man teure E-Bikes hat, ist es noch ein Vorteil, dass man sie in der Nacht
in den Van legen. Innen lagern kann. Genau, ja. Das ist der Vorteil. Ja. Wenn man das Bett übrigens mitbestellt, dann kann man das auch so oben lassen, muss man gar nicht da hochsteigen und kann dann dieses Bett umbauen. Und das ist sensationell. Dazu wird der Tisch einfach mal weggemacht. Der hat eine eigene kleine Mulde hier drin, damit er auch ordentlich steht. So, allein jetzt habe ich schon ohne Tisch, guck mal hier, was wir jetzt für einen Platz haben. Platz, ja. Krass. Und dann wird umgebaut. Und das geht so schnell. Da vorne ist ein Keil. Ja. Der wird rausgenommen. Raus. Mach das so. Und dann. Ja. Warte, ich gehe mal weg, dass man das Ganze mal sieht. Jetzt wird unten an dem Hebel gezogen. Das wird hochgeklappt. Da ist es. Und dann wird das Bett auf die Rückenlehne gestellt, die natürlich dafür gebaut ist. Fertig. Das wird noch zurückgemacht. Kleine Verlängerung drin. Fertig ist das Bett. Das waren jetzt keine 2 Minuten. Genau. Jetzt sehr schnell, unkompliziert. Ich finde das so klasse. Das ist ein klasse System für Familien mit Kindern ideal. So, dann hast du ein Multifunktionssystem mit eingebaut. Hier ist jetzt auch Lithium drin? Ist Lithium drin, jawohl. So, da kannst du alles steuern. Von hier kannst du Licht steuern, die Datum, Temperatur, Zeit, die Wasserpumpe, alles läuft über das Panel. So, und das ist der Solarregler. Genau. Cool. Ja, mich hast du begeistert. Also die ganzen Schränke, da sind noch jede Menge Schränke mit drin, weil Leute dann kommen werden, wenn sie sagen, naja, wo mache ich da mein ganzes Zeug denn jetzt hin? Platz ist noch mal genug. Besonders unterm Bett hast du ja sehr viel Platz, gell? Ja, sehr viel Platz. Also das ist sensationell, ja. So, und das Ganze auf 6,40 Meter, unter 3 Meter Höhe. Ja, die Höhe ist 2,80 Meter. Okay. Gesamthöhe. Soundsystem eingebaut. Was ich auch toll finde, so eine Kleinigkeit hier vorne, sind auch die Getränkehalter mit drin für große Flaschen direkt an der Seite. Genau, und da hinten hat es noch eine Induktivladestation für das Handy. Für das Handy. So, und das ist jetzt das Cockpit Peugeot, gell? Das ist Peugeot auf dem manuellen Getriebe. So, soll es ja auch noch Fans geben dafür. Genau. Und ja, komm, wir gehen mal schnell raus, machen wir ein bisschen Informationen für euch, wo man das Ganze kriegt. Denn die Leute, ich sag mal, die jetzt hier auf der Messe sind, die haben Glück. Die können das Ganze mal live angucken, aber man muss es erleben, man muss drin stehen, oder? Ja, das muss man erlebt haben. Es ist ein Raumgefühl, wie es sonst eigentlich gar nicht gibt in einem Van. Also die Leute sind begeistert. Er ist ja nicht ganz billig, sag mal so. Wir sind so bei knapp 100.000, wenn man so richtig voll macht, ja, mit Automatik und allem drum und dran auf Peugeot-Basis. Aber du hast ein Raumgefühl, das hat mit Van nichts mehr zu tun. Doch, es ist schon ein Van, aber er hat die Art von einem Wohnmobil integriert. Ja, das ist so. Also mir ist jetzt aufgefallen, ich bin das erste Mal Van gefahren vor 2 Tagen auf Mercedes Sprinter und der fährt sich wie ein PKW, so ein riesen SUV quasi, oder? Ja, das ist das Gefühl, das du hast mit dem Fahrzeug. Das ist wirklich zu fahren ganz schön und wie ein Personenwagen, ja, genau. Ja, phänomenal. Lieber Manfred Wissen, ja, womorol.ch ist eure Seite und das ist eine Tochterproduktion von Kabe, Marke, jetzt habe ich auch die Marke nochmal vergessen, vom Bus. Affinity. Affinity, Ja. So war es, genau, das steht ja auch da links. Ja, heute am 29. Oktober 2021, guckt es euch an und glaubt mir, nicht weil ich großer Kabe-Fan bin und die entsprechende Verarbeitung gut mag, sondern das ist wirklich ein sensationelles Konzept. Ja, also es ist ein Hammerkonzept mit einer Hammerqualität. Leute, schaut euch das an und kauft euch einen, das ist perfekt. Qualität ist einmalig. Ich brauche jetzt nur noch 9.000 €. Tschüss. Ciao.